My name is Jane Mitchell, und nach 12 Jahren Militärdienst glaubte ich, meine Heimkehr zu Weihnachten würde der glücklichste Moment meines Lebens sein. Stattdessen schickte mein Stiefvater nur 5 Tage vor meinem Flug eine SMS, die alles veränderte. Komm, nicht. Diese Familie ist ohne dich weitergezogen. Ich starrte auf diese Worte und fühlte nichts als ein seltsames Gefühl der Erleichterung. Ich tippte ein einziges Wort zurück. In Ordnung, dann schalte ich mein Telefon aus. 5 Tage später wachte ich zu 10 verpassten Anrufen von Familienmitgliedern, mit denen ich seit Jahren nicht gesprochen hatte, und einem von einem Anwalt, den ich nie gehört hatte, auf. Wenn Sie dies sehen, abonnieren Sie bitte und lassen Sie mich wissen, von wo aus Sie zuschauen. Was dieser Anwalt mir sagte, würde meine gesamte Welt auf den Kopf stellen. Die Nachricht des Anwalts war kurz, aber dringend. Miss Mitchell, Sie müssen morgen um 14 Uhr in meinem Büro sein, um das Testament Ihrer Mutter zu verlesen. Ihre Anwesenheit ist gesetzlich vorgeschrieben. Das Testament meiner Mutter, meine Hände zitterten, als ich mir die Sprachnachricht noch einmal anhörte. Niemand hatte mir gesagt, dass Mom gestorben war. 3 Jahre. Sie war seit 3 Jahren tot, während ich in Afghanistan im Einsatz war. Und nicht eine einzige Person in meiner Familie dachte, ich hätte es verdient, es zu erfahren. Der Konferenzraum bei Martha Reeves und Associates war voll, als ich ankam. Jeder Platz war besetzt von Verwandten, die ich seit vor meinem Einsatz nicht gesehen hatte. Tanten, Onkel, Cousins und Cousinen von beiden Seiten der Familie. Sie alle trugen schwarz, als wären sie noch in Trauer. Am Kopf des Tisches saß Robert, mein Stiefvater, mit seinem leiblichen Sohn James neben sich. Sie wirkten entspannt, selbstsicher sogar, blätterten through Papiere und flüsterten miteinander. In dem Moment, als ich eintrat, wurde der Raum still. 20 Paar Augen wandten sich zu mir in meiner einfachen Zivilkleidung, Jeans und einem Hemd. Ich hatte nicht gewusst, dass ich schwarz tragen sollte. Was zum Teufel macht sie hier? James stand auf. Sein Stuhl kratzte über den Boden. Roberts Gesicht wandelte sich von selbstgefälliger Zufriedenheit zu purem Schock. Du hast meine Nachricht bekommen. Ich sagte dir, du sollst nicht kommen. Ich bin nicht wegen Weihnachten hier, sagte ich, und nahm den einzigen freien Platz direkt gegenüber von ihnen ein. Ich bin wegen meiner Mutter hier. Die Spannung im Raum war greifbar. Verwandte flüsterten hinter vorgehaltener Hand. Einige zeigten auf mich, andere schüttelten den Kopf. Roberts Schwester, laut genug für alle zu hören. Die Unverfrorenheit, dass sie hier auftaucht, nachdem sie die arme Linda im Stich gelassen hat. Dann trat Martha Reeves ein, eine würdevoll wirkende Frau in ihren 60ern, die eine alte Ledermappe trug. Sie sah mich direkt an und nickte. Gut, wir können beginnen. Bevor Martha ihre Mappe öffnen konnte, stand Robert auf und richtete sein teures Sakko. Martha, da muss ein Fehler vorliegen. Jane ist keine Familie mehr. Diese Wahl traf sie, als sie ging. Die Worte schmerzten, aber ich hatte Schlimmeres gehört. Sehen Sie, ich war nicht Roberts leibliche Tochter. Mom heiratete ihn, als ich 8 war, nachdem mein leiblicher Vater bei einem Bauernfall ums Leben kam. Von Tag 1 an sorgte Robert dafür, dass ich meinen Platz in seiner Familie kannte, während James alles in den Schoß gelegt wurde. Privatschulen, einen BMW zum 16. Geburtstag, das komplette Collegegeld, bekam ich Vorträge darüber, keine Handouts zu erwarten, und Erinnerungen daran, dass ich dankbar sein sollte, ein Dach über dem Kopf zu haben. Sie ist nicht mal echte Familie, fügte James mit dem gleichen Spott hinzu, den er in der Highschool perfektioniert hatte. Nur ein Kind, das Mom leid tat. Martha betrachtete sie gelassen. Jane Mitchell wird im Testament namentlich genannt. Sie hat jedes gesetzliche Recht, hier zu sein. Gesetzliches Recht. Robert lachte bitter.
sie ist nicht mal zur Beerdigung gekommen. 3 Jahre Martha. 3 Jahre war Linda tot. Und wo war ihre kostbare Tochter? Spielt Soldatin in der Wüste. Was sie nicht erwähnten, was sie niemals zugeben würden, war, dass sie mir absichtlich verschwiegen hatten, dass Mom krank war. Ich erfuhr später von ihrer alten Freundin Carol, dass Mom 2 Monate im Hospiz gewesen war. 2 Monate, in denen ich hätte Noturlaub nehmen können, hätte mich verabschieden können. Aber jede E-Mail, die ich nach Hause schickte, erhielt die gleiche Antwort von Robert. Alles in Ordnung. Deiner Mutter geht es gut. Konzentrier dich auf deine Pflicht. Das letzte Mal, dass ich Mom sah, war am Flughafen an dem Tag, an dem ich in den Einsatz ging. Sie hatte mich so fest umarmt und geflüstert: Ich bin so stolz auf dich, mein Mädchen. Du bist stärker als sie alle zusammen. Ich dachte, sie meinte, den Krieg zu überleben. Jetzt fragte ich mich, ob sie meinte, diese Familie zu überleben. Jane hat ihre Karriere über ihre Mutter gestellt, verkündete Robert dem Raum, und spielte für sein Publikum. Sie hat Linda im Stich gelassen, als sie am meisten brauchte. Und jetzt taucht sie auf und erwartet Geld. Es ist widerlich. Mehrere Verwandte nickten zustimmend. Roberts Bruder murmelte etwas über undenkbare Kinder heutzutage. Selbst einige von Moms Verwandten sahen mich enttäuscht an. Die Geschichte war erfunden. Ich war die abweisende Tochter, die Fremde in Uniform ihrer sterbenden Mutter vorgezogen hatte. Ich blieb still. Beim Militär lernt man, wann man sprechen und wann man andere sich selbst entlarven lassen muss. Robert machte einen ausgezeichneten Job mit letzterem. Martha räusperte sich, aber Robert war mit seiner Vorstellung noch nicht fertig. Linda war am Boden zerstört, fuhr er fort. Seine Stimme brach mit einstudiertem Emotion. Jeden Feiertag, jeden Geburtstag deckte sie einen Platz für Jane. Und nix, nicht mal ein Anruf. Die Lüge war so gewagt, dass sie mir den Atem raubte. Ich hatte jedes Weihnachten, jedes Thanksgiving, jeden Geburtstag angerufen. Robert ging immer ran, sagte immer, Mom ruhe sich aus oder fühle sich nicht gut genug zum Reden. Ich hatte Briefe, Pakete, Blumen zum Muttertag geschickt. Wo waren sie alle hin? Erinnerst du dich an Moms letzten Geburtstag? James sprang ein und witterte Morgenluft. Sie fragte die ganze Zeit, wo Jane ist. Es war erbärmlich. Meine Fingernägel gruben sich in meine Handflächen unter dem Tisch. Sie hatten die Beerdigung meiner Mutter abgehalten, während ich in Afghanistan meinem Land dient. Und nicht eine Person in diesem Raum dachte daran, mir eine Rotkreuz-Nachricht zu senden. Ich erfuhr es 3 Wochen nach ihrer Beerdigung durch Facebook, von einem Foto des Grabsteins, das eine entfernte Cousine gepostet hatte. Das reicht, sagte Martha fest. Wir sind hier, Linda Mitchells letzte Wünsche auszuführen, nicht familiäre Grollgefühle zu verhandeln. Family, spottet Robert. Jane hat klar gemacht, dass wir nicht ihre Familie waren, als sie sich verpflichtet, konnte es kaum erwarten, von uns wegzukommen, deren Lager nicht ganz falsch. Hatte gehen wollen, nach Jahren, in denen ich mich wie ein unwillkommener Gast im eigenen Heim gefühlt hatte. Im Molde, Militär etwas, das diese Familie niemals tat. Respekt, verdient durch Leistung, nicht durch Blut. Während James aus seinem 3. College flog und mit 25 wieder zu Hause einzog, verdiente ich mir Auszeichnungen und Rang durch tatsächliche Leistung. Aber nichts davon matterte für die Leute in diesem Raum. Für sie war ich die undenkbare adoptierte Tochter, die ihre kranke Mutter für eine Uniform und ein regelmäßiges Gehalt im Stich ließ. Sie wussten nichts von den Nächsten in Afghanistan, in denen ich auf Moms Foto und plante all die Dinge, die wir tun würden, wenn ich nach Hause käme. Sie wussten nicht, dass ich bereits meine vorzeitige Entlassung beantragt hatte, als ich diese Nachricht von Robert vor 5 Tagen bekam, in der er mir sagte,
Ich solle nicht nach Hause zu Weihnachten kommen. Der Anruf der Anwältin hatte alles verändert. Was auch immer in diesem Testament stand, was auch immer Mom geplant hatte, es war wichtig genug, dass Martha mich über militärische Kanäle ausfindig gemacht hatte. Sollen wir beginnen? Fragte Martha erneut und zog ein versiegeltes Kuvert aus ihrer Aktentasche. Roberts Augen hefteten sich darauf wie die eines Falken, der Beute erspäht. Bevor wir fortfahren, sagte Martha und legte das versiegelte Kuvert vor sich ab, muss ich etwas klarstellen. Dies ist ein rechtsverbindliches Dokument, ordnungsgemäß bezeugt und notariell beglaubigt. Jeder Versuch, es anzufechten, wird mit der vollen Kraft der Ressourcen meiner Kanzlei beantwortet werden. Robert rutschte unbehaglich auf seinem Stuhl. Das ursprüngliche Testament war unkompliziert. Alles an den überlebenden Ehegatten. Linda und ich waren uns einig. Es gibt ein Kodizel, unterbrach Martha, hinzugefügt 2 Wochen vor Lindas Tod. Der Raum brach in Aufruhr aus. James sprang wieder auf. Das ist unmöglich. Mom war am Ende nicht mehr bei Verstand. Der Krebs, die Medikamente. Linda war vollkommen zurechnungsfähig, sagte Martha cool. Ich habe eidesstattliche Versicherungen von 2 behandelnden Ärzten und der Hospizleiterin, die ihre geistige Kapazität bestätigen. Ich beobachtete, wie Robert die Farbe aus dem Gesicht wich, was auch immer erwartet hatte. Das hier war es nicht. 3 Jahre lang hatte in Moms Haus gelebt, dem Haus, das sie von ihren Eltern geerbt hatte, dem Haus, in dem ich aufgewachsen war. Hatte wahrscheinlich bereits die Ersparnisse ausgegeben, die sie in ihren Jahren als Finanzberaterin angesammelt hatte. Und James, hatte auf Instagram Fotos von teuren Urlauben und einem neuen Mercedes gepostet, von Moms Lebensversicherung. Ohne Zweifel, wenn ich schweigen würde, wenn ich jetzt einfach gehen würde, würden sie weiter von Moms Vermächtnis leben. Das Haus würde schließlich verkauft werden, um James' Lebensstil zu finanzieren. Moms wohltätige Arbeit, der Stipendienfonds, von dem sie immer gesprochen hatte, nichts davon würde je verwirklicht werden. Alles, was sie aufgebaut hatte, würde sich in nichts auflösen. Das ist lächerlich, sagte Robert. Aber seiner Stimme fehlte die frühere Zuversicht. Jane war seit Jahren kein Teil dieser Familie mehr. Sie hat nicht verdient, was Lindas Tochter verdient, sagte Martha, und betonte das Wort Tochter, ist genau das, was Linda für sie wollte. Das Gewicht dieser Worte legte sich über den Raum. Mehrere Verwandte warfen sich nervöse Blicke zu. Roberts Schwester flüsterte nicht mehr. Sogar James war still geworden und starrte das versiegelte Kuvert an, als könnte es explodieren. Wenn du jemals wie ein Außenseiter in deiner eigenen Familie behandelt wurdest, dann lass mir ein Gefällt mir da. Und wenn du wissen willst, was passierte, als das Testament endlich vorgelesen wurde, abonniere diesen Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen. Glaub mir, was als nächstes kommt, hat keiner von uns kommen sehen. Lass mich in den Kommentaren wissen, ob du jemals Familiendrama um ein Erbe erlebt hast. Nun lass mich dir erzählen, was passierte, als Martha endlich diesen Umschlag öffnete. Du solltest nicht hier sein, sagte Robert, und wandte sich direkt mir zu. Die Anwältin hat mich eingeladen, erwiderte ich, und hielt meine Stimme ruhig. Du bist nicht mal echte Familie, fauchte James. Das werden wir ja sehen. Was werden wir sehen? Robert stand auf und stützte sich mit den Händen auf den Tisch. Du denkst, du kannst einfach hier hereintanzen? Ich wurde einbestellt, unterbrach ich ihn. Von wem? Von Lindas Autorität, warf Martha ein. Der Raum summte vor Geflüster. Tante Patricia, Moms Schwester, beugte sich vor. Robert, was ist hier los? Du hast gesagt, das Testament sei einfach. Es ist einfach, beharrte Robert,
aber Schweißperlen standen auf seiner Stirn. Warum hast du denn Angst? Fragte ich. Ich habe vor nix Angst. Deine Hände zittern. Er ballte die Fäuste. Du hast ja einiges an Nerven. Ich habe jedes Recht hier zu sein, sagte ich. Rechte, lachte James. Du hast ja auf deine Rechte verzichtet. Hab ich das? Wann? Als du gegangen bist. Roberts Stimme überschlug sich fast. Ich habe meinem Land gedient. Du hast deine Mutter im Stich gelassen. Du hast ihre Krankheit vor mir verborgen. Ein Raunen ging durch den Raum. Roberts Schwester packte seinen Arm. Robert, was meint sie damit? Sie lügt, sagte er schnell. Zu schnell. Ich habe die E-Mails, sagte ich. Jede einzelne, in der du sagtest, dass es Mom gut geht. Martha klopfte auf den Tisch. Vielleicht sollten wir mit der Verlesung fortfahren. Nicht bevor sie geht, forderte James. Dann werden wir den Ganttag hier sitzen, erwiderte Martha. Das ist eine Familienangelegenheit, versuchte Robert es noch einmal. Deshalb ist Jane hier, sagte Martha. Sie ist keine Familie, schrie James. Deine Mutter war anderer Meinung, sagte Martha. Leis, die Stille, die folgte, war ohrenbetäubend. Robert setzte sich langsam wieder hin, sein Gesicht war rot vor Wut und etwas anderem, Angst. James blieb stehen, die Fäuste geballt, und sah seinen Vater und Martha an wie ein in die Ecke gedrängtes Tier. Soll ich den Umschlag jetzt öffnen? Fragte Martha, ihre Finger brassen bereits das Siegel. Warte, sagte Robert verzweifelt. Warte, einfach. Aber Martha zog bereits die Dokumente heraus. Martha zog nicht ein, sondern 3 Dokumente aus dem Umschlag. Das erste war eindeutig das Testament, formell, maschinengeschrieben, mehrere Seiten. Das zweite schien eine Art Brief in Moms Handschrift zu sein. Aber das dritte war in einer separaten Plastikhülle, wie Beweismittel in einem Gerichtsverfahren. Bevor ich das Kodisil verlese, sagte Martha, und ordnet die Papiere sorgfältig, sollte ich erwähnen, dass Linda mich privat ohne Robert aufgesucht hat. Roberts Kiefer spannte sich an. Wann? 3 Wochen bevor sie starb. Sie war sehr genau in ihren Anweisungen. Ich beobachtet, wie Roberts Gesicht eine Reihe von Emotionen durchlief. Verwirrung, Wut, dann eine dämmernde Erkenntnis. An dem Tag, an dem sie sagte, sie würde zu ihrer Schwester gehen. Sie ist zu ihrer Schwester gefahren, sagte Tante Patricia. Ich habe sie persönlich zu Marthas Büro gefahren. Das Interesse im Raum war geweckt. Familienmitglieder, die zuvor miteinander geflüstert hatten, lehnten sich jetzt vor, da sie spürten, dass sich ein Drama entfaltete. Linda war besorgt, fuhr Martha mit bedächtiger Stimme fort, über bestimmte Entscheidungen, die ohne ihr Wissen getroffen wurden. Sie wollte sichergehen, dass ihre Wünsche ordnungsgemäß dokumentiert wurden. Welche Entscheidungen? Forderte James. Dad hatte eine Vollmacht. Eine medizinische Vollmacht, präzisierte Martha. Nicht für Finanzielles. Robert stand abrupt auf. Das ist unangemessen. Linda war nicht wohl. Die Medikamente, ich habe eine Videoaufzeichnung unseres Treffens, sagte Martha ruhig und zog ein iPad hervor. Linda bestand darauf. Sie wollte sicherstellen, dass es keine Fragen zu ihrem geistigen Zustand oder ihren Absichten geben konnte. Robert erbleichte. Sie haben sie aufgezeichnet? Sie hat sich selbst aufgezeichnet. Sie war sehr insistierend. Sie sagte, sie wolle, dass Jane ihre Stimme noch einmal hört. Dass sie weiß, dass dies ihre Worte, ihre Entscheidungen waren. Mein Herz schnürte sich zusammen. Mom hatte an mich gedacht, für mich geplant, selbst als sie im Sterben lag. Während Robert mir sagte, dass alles in Ordnung sei, hatte sie rechtliche Schutzmaßnahmen getroffen. Das ist nicht das übliche Verfahren, stammelte Robert. Nein, stimmte Martha zu, aber Linda war nie eine für übliche Verfahren. Nicht wahr? Sie sagte immer, sie habe nach ihrer ersten Ehe gelernt, alles zu dokumentieren. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser,
pflegte sie zu sagen. Deine Mutter, sagte Martha, und sah mich direkt an, machte sich Sorgen um dich. Sie wusste, dass du im Einsatz warst, dass du nicht leicht zu erreichen warst. Sie wusste auch, Martha hielt inne und wählte ihre Worte mit Bedacht, dass bestimmte Familienmitglieder es möglicherweise nicht priorisieren würden, dich zu kontaktieren. Das ist eine Anschuldigung, sagte Robert scharf. Es ist eine Feststellung der Besorgnis, die Linda geäußert hat, erwiderte Martha. Sie bat mich ausdrücklich, dich notfalls über militärische Kanäle zu finden. Sie wusste noch nicht mal, wo Jane stationiert war, protestierte James. Sie wusste genau, wo ich war, sagte ich leise. Wir haben jede Woche E-Mails geschrieben. Das ist unmöglich, sagte Robert. Ich habe ihre E-Mails verwaltet, als sie zu krank wurde. Er hielt inne und begriff, was er soeben zugegeben hatte. Der Raum wurde mucksmäuschenstill. Du hast ihre E-Mails verwaltet, fragte Tante Patricia langsam. Hielte Worden, hast du Lindas Nachrichten gelesen? Ich habe ihr geholfen, sagte er verteidigend. Sie konnte kaum tippen, aber sie konnte ein Video aufnehmen, warf ich ein. Martha zog noch etwas anderes aus ihrer Aktentasche, einen kleinen Stapel ausgedruckter E-Mails. Linda brachte diese zu unserem Treffen mit. E-Mails von Jane, die nie beantwortet wurden. Sie fand sie im Gelöscht-Ordner. Meine Brust schnürte sich zusammen. All diese unbeantworteten Nachrichten, all die Mal, in denen ich mich gefragt hatte, ob Mom mich vergessen hatte. Sie brachte auch diese mit, fuhr Martha fort, und holte einen weiteren Stapel hervor. E-Mails von Robert und verschiedene Familienmitglieder, die von Lindas Account gesendet wurden, und besagten, Jane habe sich entschieden, nicht nach Hause zu kommen. Ein Aufatmen ging durch den Raum. Onkel Pete, Moms Bruder, stand auf. Robert, du hast uns gesagt, Jane wolle Linda nicht sehen. Du sagtest, sie habe Linda abgeschrieben. Ich habe Linda beschützt, sagte Robert, aber seiner Stimme fehlte zunehmend die Kraft. Janes Besuche hätten sie aufgeregt. Oder, sagte Martha, sie hätten bestimmte finanzielle Arrangements gestört, die sie trafen. Sie tippte auf das dritte Dokument, das noch in der Plastikhülle steckte. Dies ist eine Kopie eines Kreditantrags, der 2 Tage nachdem Linda ins Hospiz kam, eingereicht wurde. Über 200.00 Euro, mit dem Haus als Sicherheit. Er erforderte die Unterschriften beider Ehepartner. Linda hat ihn unterschrieben, sagte Robert schnell. Wirklich? Fragte Martha. Oder hat jemand für sie unterschrieben? Robert stand auf, sein Stuhl kratzte laut über den Boden. Wie können Sie es wagen? Ich impliziere gar nichts, sagte Martha gleichmütig. Ich stelle einfach Fakten dar, die Linda offenbarlich wissen wollte. Das ist eine Character Assassination, donnerte Roberts Stimme durch den Konferenzraum. Er wandte sich an die gesamte Familie, spielte für sein Publikum. Ich habe mich 2 Jahre lang um Linda gekümmert. Wo war Jane? Wo war die hingebungsvolle Tochter, als ihre Mutter Chemotherapie brauchte? Als jemand ihre Hand während der Bestrahlung halten musste? In Afghanistan, sagte ich leise. Unserem Land dienend. Befehle befolgend, wiederholte Robert spöttisch. Das ist immer deine Ausrede, nicht wahr? Du hast Fremde über die Familie gestellt. Du hast eine Uniform über deine Mutter gestellt. Robert, warnte Tante Patricia, aber er hatte bereits Fahrt aufgenommen. Wissen Sie, was Linda jede Nacht sagte? Er zeigte auf mich, seine Finger zitterten vor Wut oder Schauspielerei. Sie fragte, warum ruft Jane nicht an, und ich musste Ausreden für dich erfinden. Ich musste lügen, um ihre Gefühle zu schonen. Sie haben meine E-Mails gelöscht, sagte ich. Sie haben sie im Stich gelassen. Er schlug mit der Hand auf den Tisch. Mehrere Verwandte zuckten zusammen. Sie haben eine kranke Frau allein gelassen, um irgendeinem falschen Heldenkomplex nachzujagen, Soldatin zu spielen, während ihre Mutter starb. Das reicht jetzt, sagte Onkel Pete. Doch Robert war noch nicht fertig.
Sie war nicht mal hier für Lindas letzten Atemzug, verkündete dem Raum. Ihre Mutter starb, während sie ihren Namen rief. Und wo war Jane? 1,000 Meilen entfernt, und wählte die Pflicht über die Familie. Die Worte trafen mich wie Schläge. Einige Verwandte weinten jetzt, andere sahen mich mit einer Mischung aus Mitleid und Verurteilung an. James grinste hämisch von seinem Sitz aus und genoss die Vorstellung. Jane wusste nicht einmal, dass Linda im Sterben lag, sagte Tante Patricia plötzlich. Ich habe dich wiederholt gefragt, ob du es ihr gesagt hättest, Robert. Du hast immer gesagt, das hättest du. Ich habe Linda vor Enttäuschung beschützt, sagte Robert. Aber seine selbstgerechte Wut begann zu bröckeln. Oder ihren Kreditantrag geschützt, sagte Martha leise. Der Raum brach in Chaos aus. Familienmitglieder redeten durcheinander. Einige verteidigten Robert, andere verlangten Erklärungen. Währenddessen hielt Robert seinen Blick auf mich gerichtet, und in seinen Augen sah ich etwas jenseits von Wut. Ich sah Angst, echte Angst. Sollen wir uns das Video jetzt ansehen? Fragte Martha, ihr Finger schwebte über dem iPad-Bildschirm. Linda war sehr klar, wann es abgespielt werden soll. James stand auf, sein Designerkostüm warf Lichtreflex. Das ist lächerlich. Mom war nicht bei Verstand. Der Krebs hatte sich auf ihr Gehirn ausgebreitet. Das ist eine Lüge, sagte Tante Patricia scharf. Der Krebs hat niemals ihr Gehirn erreicht. Ich war bei jedem Onkologie-Termin. Du weißt nicht alles, sagte James abfällig. Dad und ich waren ihre Hauptpflegepersonen. Während ihr mietfrei in ihrem Haus gelebt habt, warf Onkel Pete ein. Ihr beide. James lachte. Ein hässliches Geräusch. Und was? Jane verdient etwas dafür, dass sie ein paar E-Mails geschickt hat. Sie ist nicht mal echte Familie. Sie ist nur so ein Wohlfahrtsfall, den Mom aufgenommen hat. James, sagte eine der Cousinen schockiert. Doch James war in Fahrt. Mom hatte Mitleid mit ihr. Das ist alles. Nahm das arme Waisenmädchen auf, gab ihr ein Dach über dem Kopf. Und wie hat Jane diese Güte vergolten? Sie ist beim ersten besten Jiwa abgehauen, unserem Land zu dienen, sagte Martha. Zu fliehen, korrigierte James, weil sie wusste, dass sie hier nicht hingehört. Hat sie nie, wird sie nie. Wandte sich mir mit einem Hohn zu, den ich von unzähligen Familien essen konnte. Was willst du überhaupt, Jane? Geld, ist es das? Das arme Soldatenmädchen braucht eine Handreichung. Vorsicht, James, warnte Martha. Oder was? Zeigen Sie uns ein Video von meiner sterbenden Mutter, die von einer Anwältin manipuliert wird. Bitte, zog seine Brieftasche heraus, machte eine Show daraus, Scheine zu zählen. Hier sind 5,000 €, nimm sie und geh. Es ist mehr, als du verdienst. Dann warf das Geld auf den Tisch. Die Scheine verstreuten sich über das polierte Holz. Der Raum wurde still. Alle starrten auf das Bargeld, als wäre es etwas Giftiges. Das ist großzügig von Ihnen, sagte ich ruhig, ohne das Geld anzufassen, wenn man bedenkt, dass Sie seit 3 Jahren Moms Lebensversicherung ausgeben. Dieses Geld war für Beerdigungskosten, eine Beerdigung, von der Sie mir nichts erzählt haben. Du wärst sowieso nicht gekommen. Mir wurde die Wahl nicht gegeben. Robert trat vor. Nimm das Geld, Jane. Nimm es und geh. Du hast hier keinen Platz. Ich schaute mich im Raum bei den Verwandten, die Roberts Lügen geglaubt hatten, bei den Cousins und Cousinen, die mich in den sozialen Medien entfreundet hatten, bei der Familie, die mich ausradiert hatte. Dann sah ich Martha an, die mir ein kaum merkliches Nicken zuwarf. Ich denke, sagte ich, wir sollten hören, was Mom zu sagen hatte. Kannst du die Unverfrorenheit glauben, wenn dir das hier das Blut zum Kochen bringt? Bist du nicht allein? Teile dieses Video mit jemandem, der davon hören muss, wie man sich gegen Familientyrannen zur Wehr setzt. Und bleib dran, denn die Testamentsverlesung wird gleich Geheimnisse aufdecken.
die Robert verzweifelt begraben lassen wollte. Kommentiere unten, wärst du gegangen oder hättest du gekämpft? Nun lass mich dir erzählen, was in der Videobotschaft meiner Mutter war. Martha drehte das iPad in Richtung des Raums und drückte auf Play. Das Gesicht meiner Mutter füllte den Bildschirm und mein Herz blieb stehen. Sie war dünner, als ich sie in Erinnerung hatte, und trug einen weichen blauen Cardigan, den ich ihr zum Geburtstag geschickt hatte. Aber ihre Augen, diese warmen braunen Augen, waren klar und entschlossen. Mein Name ist Linda Mitchell, begann sie, ihre Stimme war stärker, als ihr gebrechlicher Anschein vermuten ließ. Heute ist der 15. November, 2021. Ich bin bei vollem Verstand und klarem Bewusstsein, trotz meiner unheilbaren Diagnose. Ich nehme das auf, weil meine Tochter Jane die Wahrheit wissen muss. Robert griff nach dem iPad. Mach das aus. Nein, sagte Martha fest, und mehrere Familienmitglieder stimmten ihr zu. Mom fuhr fort. Ich weiß, dass Robert Jane nicht gesagt hat, dass ich sterbe. Ich habe die gelöschten E-Mails gefunden, die nicht beantworteten Anrufe. Ich weiß, dass allen erzählt hat, Jane hätte mich im Stich gelassen. Das ist eine Lüge. Ein Aufatmen ging durch den Raum. Tante Patricia hielt sich die Hand vor den Mund. Jane weiß nicht, dass ich krank bin, weil Robert unsere Kommunikation abgefangen hat. Hat seine Gründe. Allein. Braucht, dass ich Lebensversicherungspolicen unterschreibe, die in seinem Kopf schon ausgegeben hat. Aber ich werde nicht zulassen, dass meiner Tochter ihr Erbe und ihre Chance, sich zu verabschieden, stiehlt. Das ist manipuliert, schrie Robert. Sie war unter Morphium. Doch Mom sprach weiter. Klar zu sein, ich hinterlasse 60% meines Nachlasses, meiner Tochter Jane Mitchell. Dazu gehört das Haus in der Maple Drive, 452, das Haus meiner Eltern war und jetzt ihre sein wird. Robert und James erhalten zusammen 40%, was mehr als großzügig ist, wenn man Roberts jüngsten, unbefugten Kredit gegen mein Eigentum bedenkt. Der Raum explodierte. 60%, schrie James. Sie ist nicht mal blutsverwandt. Martha pausierte das Video. Es gibt noch mehr, aber ich sollte zuerst das eigentliche Testament verlesen. Sie griff zum formellen Dokument. Das letzte Testament von Linda Marie Mitchell, ausgeführt am 15. November 2021, widerruft hiermit alle vorherigen Testamente und KODEZL, LLA. Sie las die juristische Sprache, aber die Kernpunkte waren klar. Das Haus ging an mich, die verbleibende Lebensversicherung ging an mich, Moms Investmentkonten, ihr Schmuck, sogar ihr Auto, alles an mich. Robert bekam die rentenhinterbliebenen Leistungen und einige Anleihen. James bekam 20.000 Euro und Moms Segen, etwas aus sich zu machen. Das ist Betrug, brüllte Robert. Jane hat sie manipuliert. Jane war in Afghanistan, sagte Martha kühl, durch Militärakten verifiziert. Sie hatte nach September 2021 meigen konntet, was Robert begann, die Kommunikation abzufangen. Keinen Kontakt mehr zu Linda. Dann haben sie manipuliert. Martha lächelte dünn. Ich habe einfach die Wünsche meiner Mandantin befolgt. Alles wurde von Dr. Harrison und Dr. Patel aus dem Hospiz bezeugt, plus einem gerichtlich bestellten Betreuer für unheilbar kranke Patienten. Möchten Sie deren eidesstattliche Versicherungen sehen? Martha setzte das Video fort. Mom sah direkt in die Kamera, als könne sie mich durch Zeit und Raum sehen. Jane, mein mutiges Mädchen, ich weiß, du fragst dich, warum ich es dir nicht selbst gesagt habe. Robert überwacht jetzt alles, mein Telefon, meine E-Mails, sogar meine Besucher. Aber Patricia und ich haben einen Weg gefunden. Sie hat mich zu Marthas Büro gebracht, während Robert dachte, ich sei zur Behandlung. Du hast mich belogen, beschuldigte Robert Tante Patricia. So wie du uns alle belogen hast.
konterte sie, Moms Stimme fort. Ich möchte das alle etwas verstehen. Jane ist meine Tochter in jeder Hinsicht dieselt, nicht durch Blut, sondern durch Wohl. Als ihr Vater starb, hätte sie verbittert und wütend werden können. Stattdessen wurde sie stark. Sie hat unser Land in Ehren gedient, während Robert und James, sie hielt in und wählte ihre Worte, einen anderen Weg eingeschlagen haben. Macht das aus. James griff nach dem iPad, aber Onkel Pete blockierte ihn. Robert, sagte Mom, und ihr Tonfall veränderte sich, wurde härter. Ich weiß von dem Kreditantrag. Ich weiß, dass du meine Unterschrift gefälscht hast. Ich habe Martha angewiesen, Strafanzeige zu erstatten, falls du dieses Testament anfechtest. Roberts Gesicht erbleichte. Mehrere Verwandte schnappten nach Luft. Ich weiß auch von dem Geld, das du von meinem Rentenkonto genommen hast. 43.000 Euro, angeblich für meine Behandlung. Aber die Quittungen beweisen etwas anderes. James Mercedes, deine Spielschulden. Dieses lächerliche Boot, das du letzten Sommer gekauft hast, während ich in der Chemotherapie war. Mom, flüsterte James, als könne sie ihn hören. James fuhr Mom fort. Du bist 35 Jahre alt. Du hast noch nie einen Job länger als 6 Monate behalten. Du hast dein gesamtes Erwachsenenleben von mir gelebt. Die 20.000 Euro, die ich dir hinterlasse, sind eine Chance, neu anzufangen. Verschwende sie nicht. Sie sah zurück in die Kamera, und Tränen liefen über ihre von der Krankheit gezeichneten Wangen. Jane, ich bin so stolz auf dich. Du bist die Frau geworden, die ich mir immer erhofft hatte. Stark, unabhängig, ehrenhaft. Das Haus gehört dir, Baby. Komm nach Hause, wenn du bereit bist. Mach wieder einen Ort der Liebe daraus, nicht das Gefängnis, das Robert daraus gemacht hat. Ich möchte, dass du weißt, Moms Stimme wurde bestimmter, dass ich Robert und James erbe, an eine Bedingung knüpfe. Sie müssen das Haus innerhalb von 30 Tagen nach der Testamentsverlesung räumen. Wenn sie irgendeinen Teil dieses Testaments anfechten, verlieren sie ihren gesamten Anteil, der dann an die Veteranenstiftung in Janes Namen geht. Das Video hatte noch 1 Minute. Mom hielt ein Foto hoch. Es zeigte sie und mich bei meinem Abschluss der Grundausbildung. Das ist meine Tochter, sagte sie fest. Das ist mein Vermächtnis. Und Robert, wenn du das hier siehst, dann wisse, dass ich dir viele Dinge verziehen habe. Aber meine Tochter daran zu hindern, sich zu verabschieden, das ist unverzeihlich. Der Bildschirm wurde schwarz. Der Raum saß in atemloser Stille. Ich stand langsam auf und zog mein Handy heraus. Martha, ich möchte die Bedingungen des Testaments meiner Mutter formell annehmen. Das können Sie nicht tun, schrie Robert, aber seiner Stimme fehlte jede Durchschlagskraft. Ich öffnete meine Banking-App und zeigte Martha den Bildschirm. Ich bin bereit, die Grundsteuern sofort zu bezahlen. Ich verstehe, Sie sind seit 3 Monaten überfällig. Roberts Mund klappte auf. Wie haben Sie öffentliche Register, sagte ich schlicht. Sie haben sie seit Moms Tod nicht bezahlt. Zu beschäftigt damit, ihr Geld für andere Dinge auszugeben. Martha schob einen Stapel Dokumente über den Tisch. Das sind die Übertragungspapiere. Einmal unterschrieben, gehört das Haus rechtlich sofort Ihnen. Ich unterschrieb jede Seite mit einer ruhigen Hand, derselben Hand, die Einsatzpapiere unterschrieben, die Gewehre gehalten, die gefallene Kameraden salutiert hatte. Als ich fertig war, sah ich Robert und James an. Ihr habt 30 Tage Zeit zu räumen. Das ist der 20. November. Das ist unser Zuhause, protestierte James. Nein, sagte ich ruhig. Es war das Zuhause meiner Großeltern, dann das meiner Mutter. Jetzt ist es mein Zuhause. Ihr wart Gäste, die ihr Willkommen überzogen haben. Wo sollen wir denn hin? Forderte Robert. Ich zog eine Visitenkarte aus meiner Brieftasche, die meines Militäranwalts, Jake. Mein Anwalt kann Mietvereinbarungen besprechen.
falls sie als Mieter bleiben möchten. Der Marktpreis für ein Vier-Zimmer-Haus in dieser Gegend liegt bei 2,800 Euro im Monat. Du willst, dass wir dir Miete zahlen? James war ungläubig. Oder sie können sich eine andere Unterkunft suchen. Ihre Entscheidung, ihn sagte Tante Patricia leise. Bist du dir da sicher? Mom war sich sicher, erwiderte ich. Das ist genug für mich. Martha holte noch mehr Papiere hervor. Da ist noch die Sache mit dem betrügerischen Kredit. Die Bank wurde informiert, dass Lindas Unterschrift gefälscht wurde. Sie werden gesonderte Schritte einleiten. Das können sie nicht beweisen, sagte Robert schwach. Doch actually, sagte Martha. Linda hat vor ihrem Tod eine Handschriftenprobe bei einem forensischen Analysten hinterlegt. Sie wollte sicher gehen, dass sie Jane nicht noch mehr von ihrem Erbe stehlen können. Onkel Pete stand auf. Robert, ich denke, du solltest jetzt gehen. Das ist nicht vorbei, sagte Robert und griff nach seinem Mantel. Doch, sagte ich leise, das ist es. Sie haben mich davon abgehalten, mich von meiner Mutter zu verabschieden. Sie haben mir 3 Jahre der Trauer gestohlen, aber sie können ihre Liebe nicht stehlen. Die gehörte immer mir. James steckte die 5,000 Euro zurück in seine Brieftasche und warf mir einen Blick puren Hasses zu. Das wirst du bereuen. Nein, sagte ich. Ich werde daran genesen. Als Robert und James zur Tür ging, rief Martha. Mr. Mitchell, vergessen Sie nicht. Jeder Versuch, das Grundstück nach den 30 Tagen weiter zu bewohnen, jede Beschädigung des Hauses, jedes fehlende Inventar, und Sie verlieren Ihr Erbe vollständig. Robert blieb stehen, drehte sich aber nicht um. Seine Schultern zitterten vor Wut. Oh, und Robert, fügte ich hinzu, Moms Ehering, der meiner Großmutter gehörte. Ich werde ihn zurückbrauchen. Wirbelte herum. Der gehört mir. Wir waren verheiratet. Lies das Testament, sagte Martha. Alle Schmuckstücke gehen ausdrücklich in Jane, einschließlich des Ehrings, der Janes mütterlicher Großmutter gehörte. Ich habe ihn nicht, sagte er. Dann haben Sie 48 Stunden, um ihn zu finden, erwiderte Martha. Oder wir fügen Diebstahl zu den Betrugsvorwürfen hinzu. Nachdem sie gegangen waren, blieb der Raum still. Dann kamen die Verwandten einer nach dem anderen auf mich zu. Einige entschuldigten sich dafür, Roberts Lügen geglaubt zu haben. Andere umarmten mich einfach. Tante Patricia weinte. Wir hätten es wissen müssen, sagte sie. Linda hat ständig von dir gesprochen. Sie war so stolz. Robert hatte immer eine Ausrede, warum du nicht besuchen konntest, warum du nicht eingerufen hast. Wir hätten das hinterfragen müssen. War überzeugend, sagte ich. Hat mich überzeugt, dass ich nicht willkommen war. Onkel Pete schüttelte den Kopf. Seine Mutter wäre stolz darauf, wie du das gehandhabt hast. Wie eine wahre Soldatin. Wie ihre Tochter, korrigierte ich. Martha reichte mir einen kleinen Schlüssel. Das ist für Lindas Schließfach. Sie wollte, dass du es privat bekommst, nachdem alles geregelt war. Ich steckte den Schlüssel ein und fragte mich, welche anderen Geheimnisse Mom noch beschützt hatte. Das noch eine Sache, sagte Martha und zog einen letzten Umschlag hervor. Linda hat dir einen Brief geschrieben. Sie bat mich, ihn dir persönlich zu geben, nicht vor allen zu verlesen. Ich nahm den Umschlag mit zitternden Händen. Mein Name stand in Moms sorgfältiger Handschrift darauf. Das Haus muss rechtlich übertragen werden. Versorgungsunternehmen müssen auf deinen Namen umgemeldet werden. Fuhr Martha fort. Ich kann das alles für dich erledigen, wenn du möchtest. Danke, sagte ich, für alles. Dafür, dass sie mich gefunden haben. Ihre Mutter war eine bemerkenswerte Frau, sagte Martha. Sie wusste genau, was sie tat. Sie hat sie beschützt, selbst wenn sie nicht erreichen konnte. Als die Verwandten hinausgingen, fragten mehrere, ob ich zurück in die Stadt ziehen würde. Ja, sagte ich. Ich bin fertig mit dem Weglaufen.
Mom wollte, dass ich nach Hause komme. Und jetzt bin ich endlich bereit. Die letzte, die ging, war Tante Patricia. Sonntagsessen, sagte sie. Linda hat immer Sonntagsessen veranstaltet. Vielleicht könntest du diese Tradition fortsetzen. Das würde mir gefallen, sagte ich. Und meinte es auch. 3 Wochen später stand ich in der Tür meines Elternhauses und beobachtete, wie Robert und James die letzten ihrer Habseligkeiten in einen Mietwagen luden. Sie hatten eine Wohnung am anderen Ende der Stadt gefunden, eine 2-Zimmer-Wohnung, die mehr kostete als die Miete, die ich ihnen angeboten hatte. Stolz schien teuer zu sein. Die Nachbarschaft summte seit der Testamentsverlesung vor Klatsch. Roberts Ruf als hingebungsvoller Witwer war zerbröckelt. 3 Familien aus Moms Kirche hatten sich gemeldet und sagten, sie hätten ebenfalls Ungereimtheiten in den Geschichten bemerkt, die Robert über meine Abwesenheit erzählt hatte. Die Kirchenfrauen, die während Moms Krankheit Aufläufe vorbeigebracht hatten, gingen jetzt auf die andere Straßenseite, wenn sie ihn sahen. James verlor seine Arbeit beim Autohändler in der Woche nach der Testamentsverlesung. Wie sich herausstellte, war sein Chef ein Veteran, der nicht zu schätzen wusste, wie James ein Dienstmitglied behandelt hatte. Schlecht fürs Geschäft, hatte er laut Stadtklatsch gesagt. Doch die wahre Gerechtigkeit kam aus einer unerwarteten Quelle. Die Betrugsermittlungen der Bank ergaben, dass Robert nach Moms Tod 3 Kreditkarten auf ihren Namen beantragt hatte. Bundeseinklagen waren anhängig. Sein Anwalt, offensichtlich nicht Martha, war teuer. Diese 40% Erbe würden seine Anwaltskosten kaum decken. Ich hatte bereits begonnen, Moms Zimmer zu renovieren und es wieder in den sonnigen Raum zu verwandeln, an den ich mich aus meiner Kindheit erinnerte. Robert hatte es in einem deprimierenden Grau gestrichen, aber unter der Farbe waren die gelben Wände, die Mom geliebt hatte, immer noch da, nur zugedeckt, wie alles andere, das er zu verbergen versucht hatte. Der Safe-Inhalt bestand aus mehr als nur Geld. Darin waren Fotos von meinem Einsatz, die ich ihr geschickt hatte. Jedes sorgfältig mit Daten und Orten beschriftet. Briefe, die ich geschrieben hatte und die Robert abgefangen hatte. Und ein Tagebuch, in dem sie jede Lüge dokumentiert hatte, die Robert erzählt hatte. Jede gelöschte E-Mail, die sie entdeckt hatte. Jeden Tag, in dem sie darauf gewartet hatte, dass ich anrief. Ich weiß, dass du nach Hause kommen wirst, hatte sie in den letzten Eintrag geschrieben. Und wenn du es tust, wirst du verstehen, dass Liebe nicht mit Blut oder Heiratsurkunden zu tun hat. Es geht darum, sich immer wieder füreinander zu entscheiden, selbst wenn die Welt versucht, euch auseinanderzureißen. Ich hatte auch ihre Lebensversicherungspolice gefunden, die richtige. Nicht die, die Robert kassiert hatte, sondern eine separate Police, die sie vor Jahren abgeschlossen hatte, mit mir als alleiniger Begünstigter. 500.00 €. Genug, die Linda Mitchell Stiftung für Veteranen zu gründen, die Wohnungsbehilfe für weibliche Veteranen bereitstellt. Robert fuhr an jenem Abend ein letztes Mal vorbei und verlangsamte die Fahrt, als am Haus vorbeikam. Ich stand auf der Veranda und hielt Moms Lieblingskaffeetasse in der Hand, die mit World's Best Mom beschriftet war. Sah mich durch das Autofenster an, und für einen Moment sah ich ihn so, wie wirklich war. Ein kleiner, verbitterter Mann, der versucht hatte, ein Vermächtnis zu stehlen, das sich nie verdienen konnte. Ich hob die Tasse zu einem scheinbaren Toast. Fuhr davon. Das erste Sonntagsessen in meinem zurückeroberten Zuhause brachte unerwartete Gäste mit sich. 12 Menschen erschienen, darunter 3 meiner alten Schulfreundinnen, die sich nach der wahren Geschichte gemeldet hatten. Sie alle hatten Roberts Version der Ereignisse geglaubt, aber jetzt wollten sie sich wieder versohnen. Wir hätten es wissen müssen, sagte meine Freundin Katie,
und half mir den Tisch mit Moms gutem Porzellan zu decken. Du warst nie der Typ, der jemanden im Stich lässt. Ich hatte im Militärdienst gelernt, schnell zu vergeben, in Wut festzuhalten war, als würde man auf einem langen Marsch zusätzliches Gewicht tragen. Es verlangsamte einen nur. Diese Menschen waren belogen und von einem Meisterbetrüger manipuliert worden, der 3 Jahre Zeit gehabt hatte, seine Geschichte zu perfektionieren. Was ich nicht verzeihen konnte, war die Zeit, die mir gestohlen worden war. 3 Jahre Trauer, die ich nie richtig durchleben durfte. Das Militär hatte mir Sonderurlaub angeboten, als ich endlich von Moms Tod erfuhr. Aber was sollte das dann noch? Die Beerdigung war vorbei, das Grab bereits verwittert, also schuf ich meinen eigenen Abschluss. Ich besuchte Moms Grab einen Monat lang jeden Morgen, erzählte ihr von Afghanistan, von den Soldaten, mit denen ich gedient hatte, von dem Stolz, den ich beim Tragen meiner Uniform empfunden hatte. Ich erzählte ihr davon, ihre Briefe gefunden zu haben, von der Renovierung des Hauses, von der Stiftung, die ihren Namen trug. Ich habe jemanden kennengelernt, erzählte ich ihr an einem Morgen, und legte frische Sonnenblumen auf ihren Grabstein. Eine andere Veteranin. Sie leitet eine gemeinnützige Organisation für obdachlose Veteranen. Wir arbeiten mit der Stiftung zusammen. Die Veränderung beschränkte sich nicht nur auf das Haus oder mein Leben. Sie breitete sich wellenartig aus. Tante Patricia begann, andere Geschichten in Frage zu stellen, die Robert über die Jahre erzählt hatte. Sie entdeckte, dass er auf Geld aus dem Nachlass ihres Vaters abgezweigt hatte, indem er Ausgaben behauptete, die es nie gegeben hatte. Eine weitere Klage bahnte sich an. James versuchte einmal, Kontakt aufzunehmen, und schickte eine SMS, in der er fragte, ob wir neu anfangen könnten. Ich antwortete mit einem einfachen Nein. Einige Brücken, die einmal niedergebrannt sind, sollen nicht wieder aufgebaut werden. Doch die bedeutendste Veränderung kam aus einer unerwarteten Quelle. Martha rief mich an einem Nachmittag mit Neuigkeiten an. 3 andere Familien haben sich gemeldet. Anscheinend hat Robert ähnliche Betrugsmaschen mit 2 früheren Ehefrauen abgezogen. Sie wollen wissen, ob du aussagen würdest. Absolut, sagte ich ohne zu zögern. Die Lokalzeitung griff die Geschichte auf. Lokalveteranen deckt Erbschaftsbetrug auf Stand auf der Titelseite. Die Reporterin fragte, ob ich zu Roberts Behauptung, ich sei rachsüchtig, etwas sagen wolle. Ich sei rachsüchtig, sagte ich zu ihr, ich stell Fakten dar. Hat eine sterbende Frau bestohlen und versucht, ihre Tochter zu bestehlen. Das ist keine Rache, das ist einfach die Wahrheit. 6 Monate sind vergangen seit jenem Tag in Marthas Büro. Das Haus ist wieder lebendig, erfüllt vom Klang der Sonntagsessen und Treffen der Selbsthilfegruppe für weibliche Veteranen. Moms Porträt hängt im Wohnzimmer, genau dort, wo sie es immer haben wollte, und wacht über den Raum, den sie so liebte. Roberts Prozess beginnt nächsten Monat. James ist in einen anderen Bundesstaat gezogen und erzählt allen, er fing neu an. Vielleicht tut er das. Die 2,000 Euro, die Mom ihm hinterlassen hat, könnten der Schubs gewesen sein, den er brauchte, aber ich bezweifle es. Einige Menschen sind professionelle Opfer, und James trug diesen Titel wie eine Auszeichnung. Doch diese Geschichte handelt nicht mehr von ihnen. Sie handelt von Grenzen und der Macht der Wahrheit. Robert dachte, er könne mich aus dem Leben meiner Mutter löschen, aber Liebe hinterlässt Beweise. Jeder aufbewahrte Brief, jede dokumentierte Lüge, jede Videobotschaft, sie alle zeugten von einer Bindung, die nicht gelöscht oder zerstört werden konnte. Grenzen zu setzen geht nicht um Rache, es geht darum, endlich sich selbst zu wählen. Jahrelang hatte ich akzeptiert, als weniger behandelt zu werden, in dem Glauben, vielleicht hätten sie ja recht, vielleicht war ich keine echte Familie.
Aber Mom wusste es besser. Sie sah mich, wie ich war, nicht das Waisenmädchen, das Mitleid brauchte, sondern ihre Tochter, die Schutz verdiente. Das Haus gehört jetzt mir, rechtlich und emotional. Aber mehr als das, ich habe meine Geschichte zurückerobert. Die Erzählung, die Robert gestrickt hat, die undenkbare Tochter, die ihre sterbende Mutter im Stich ließ, wurde durch die Wahrheit ersetzt. Eine Tochter, die so tief liebte, dass selbst ein Ozean und ein Krieg diese Verbindung nicht brechen konnten. Wenn du dies liest, weil dich jemand in deiner Familie das Gefühl gegeben hat, nicht dazu zugehören, dann wisse dies. Rechtliche Dokumente definieren Familie nicht, aber sie können dich vor denen schützen, die dir deinen Platz darin absprechen wollen. Dokumentiere alles, vertraue deinem Instinkt und lass nie zu, dass jemand deine Geschichte stiehlt. Mom hatte recht, Liebe hat nicht mit Blut zu tun. Es geht darum, sich immer wieder füreinander zu entscheiden, selbst wenn sie versuchen, dich auszulöschen, selbst wenn sie sagen, du gehörst nicht dazu, selbst wenn die Heimkehr unmöglich erscheint. Komm trotzdem nach Hause, wenn diese Geschichte bei dir einen Nerv getroffen hat. Teile sie bitte mit jemandem, der hören muss, dass es nie zu spät ist, für sich selbst einzustehen. Abonniere für mehr Geschichten über ganz normale Menschen, die auf unerwartete Weise zu ihrer Stärke finden. Und denk daran, manchmal ist die beste Rache gar keine Rache. Es ist einfach, gut zu leben und die Wahrheit für sich selbst sprechen zu lassen. Welche Grenzen musst du in deinem Leben setzen? Lass es mich in den Kommentaren unten wissen. Ich lese jeden einzelnen. Und an all diejenigen, die noch immer um ihren Platz in ihrer Familie kämpfen. Ihr gehört dazu. Ihr habt immer dazugehört.